Das Prägnante bei Richard Gerstl ist, wie wild er mit dem Pinsel umgeht, wie wild er mit der Farbe umgeht. Also er möchte sich ausdrücken mit allem, was er in sich hat. Er möchte das Feuer seiner Leidenschaft auf die Leinwand bringen. Und da reicht ihm eben die Ölfarbe gar nicht mehr aus. Da muss er es noch hineinkratzen mit den Fingern. Nimmt er die Farbe und klatscht sie auf die Leinwand. Man sieht also wirklich seine Fingerspuren auch da drinnen. Ganz großartig ist ein frühes Selbstporträt von Richard Gerstl aus dem Jahr 1902. Er hat dort noch nicht diesen expressiven Stil, der ihn später auszeichnet, der ihn so radikal macht, aber er ist im Dargestellten radikal. Er stellt nämlich sich als Künstler dar, aber nicht als Selbstporträt eines Malers, sondern er stellt sich ganz radikal dem Betrachter, der Betrachterin gegenüber, steht vor einem wunderschönen, fast esoterischen Blau. Und Blau ist diese esoterische Farbe des Himmels, ist die Farbe der Heiligen. Also er stellt sich hier fast in eine christliche Tradition. Für ihn ist Kunst die neue Religion. Und das ist das Geheimnis der modernen Kunst. Arnold Schönberg war fasziniert von diesem radikalen jungen Künstler und hat ihn eingeladen zu sich nach Hause, um ein Porträt von sich zu malen und auch von seiner Frau und dann in weiterer Folge von der ganzen Familie. Und im Sommer 1907 und 1908 haben sie sogar gemeinsam Sommerfrische am Traunsee begangen. Und in dieser Zeit ist es sehr faszinierend zu sehen, wie Arnold Schönberg und Richard Gerstl sich beide in ihrer Kunst wegentwickeln vom Gegenständlichen. Es ist ihm nicht mehr wichtig, das zu zeigen, was das Auge sieht, sondern die Farbe. Der Pinselduktus ist das, was ihm jetzt wichtig ist. Leider ist in diesem Sommer 1908 auch eine große Tragödie passiert. Der junge, charismatische Künstler Richard Gerstl verliebt sich in die Frau von Arnold Schönberg, in Mathilde Schönberg, und die zwei beginnen eine geheime Affäre. Arnold Schönberg findet das natürlich weniger lustig und er arbeitet mit einem fiesen Trick. Er sagt, die Kinder sind sterbenskrank, sie brauchen ihre Mama. Sie verlässt ihren Geliebten, geht zurück zur Familie. Richard Gerstl wird immer verzweifelter und im Endeffekt malt er dann noch das letzte Selbstporträt ganz radikal. Als Nackter stellt er sich dar. Er ist wortwörtlich gesellschaftlich auch nackt. Er kann keinen Zugang mehr finden zur Welt außen und schafft somit das erste nackte Selbstporträt eines Künstlers überhaupt in der westlichen Kunst. Und kurz nach Vollendung dieses Gemäldes findet er überhaupt keinen Ausweg mehr und er bringt sich um, stirbt also im Alter von nur 25 Jahren.